Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Amina, ich bin 34 Jahre alt und heute teile ich mein größtes, gefährlichstes Geheimnis mit euch. Es ist eine Geschichte über eine stille Rebellion, eine Geschichte, die zeigt, dass man manchmal im Schatten bleiben muss, um das hellste Licht zu finden und sein eigenes Imperium aufzubauen. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der die Rolle der Frau sehr klar und streng definiert war. Sie sagten mir immer wieder denselben, schweren Satz: Amina, der Erfolg einer Frau ist ihr Ehemann. Dein Platz ist in der Küche, bei den Kindern und im Haus. Eine laute Frau ist eine schlechte Frau. Ich hörte diese Worte so oft, dass sie wie ein unsichtbares Gefängnis um meinen Geist wurden. Als ich 23 Jahre alt war, heiratete ich David. Unsere Hochzeit war ein riesiges, farbenfrohes Fest mit über 300 Gästen. David war ein gut aussehender, stolzer Mann. Er trug teure Anzüge, hatte eine laute Stimme und arbeitete als erfolgreicher Manager in einer großen internationalen Bank. Aber gleich nach unseren Flitterwochen machte David eine Sache sofort klar. Er sah mich streng an, legte seine schweren Hände auf meine Schultern und sagte: Amina, meine Frau muss nicht arbeiten. Ich bin der Mann. Ich bin der Löwe dieses Hauses. Ich bringe das Geld nach Hause. Du kümmerst dich um das Haus, kochst mein Essen und bereitest dich darauf vor, Mutter zu werden. Damals nickte ich leise. Ich schlug die Augen nieder, weil ich eine gute Ehefrau sein wollte. Die ersten 2 Jahre waren friedlich, aber unglaublich langweilig und isolierend. Mein Leben bestand aus einer endlosen Routine. Jeden Morgen stand ich um 6 Uhr auf, machte sein Frühstück, bügelte seine weißen Hemden, bis sie perfekt waren, und putzte das große Haus, bis die Böden glänzten. Das Schlimmste aber war die absolute finanzielle Abhängigkeit. Er gab mir jeden Montag einen festen, kleinen Betrag für die Einkäufe auf dem Markt. Er kontrollierte alles. Wenn ich ein neues Kleid wollte, musste ich ihn wie ein kleines Kind um Erlaubnis bitten. Ich hatte kein eigenes Bankkonto, kein eigenes Geld und vor allem keine eigene Stimme in unserer Ehe. Aber tief in meinem Herzen brannte ein kleines, wildes Feuer. Ich war klug. Ich hatte vor der Hochzeit heimlich Wirtschaftsbücher gelesen und die Grundlagen des Handels studiert, auch wenn David das völlig unwichtig fand. Ich saß oft allein in dem großen, stillen Haus, sah aus dem Fenster und dachte: Ist das alles? Werde ich die nächsten 40 Jahre nur auf ihn warten? Mein Doppelleben, meine große Rebellion, begann an einem regnerischen Dienstag auf dem Markt. Ich stand vor dem Stand von Mama Rosa, einer alten Frau, die wunderschöne, handgemachte, traditionelle Stoffe verkaufte. Ich sah diese bunten Muster und plötzlich hatte ich eine Idee. Ich wusste, dass Frauen in Europa und Amerika verrückt nach diesen authentischen afrikanischen Stoffen waren. Ich begann, härter zu verhandeln als je zuvor. Ich kaufte günstigere, aber gute Zutaten für Davids Essen und sparte am Ende der Woche umgerechnet etwa 20 €. Dieses Geld versteckte ich in einer kleinen, alten Teedose, ganz hinten in meinem Küchenschrank, hinter den Gewürzen. Woche für Woche tat ich das. Es war ein langsamer, anstrengender Prozess. Nach 6 langen Monaten hatte ich endlich genug Geld gespart, um meinen Plan zu starten. Ich kaufte ein gebrauchtes, billiges Smartphone. Es war mein größter Schatz, aber auch meine größte Gefahr. David durfte es niemals sehen. Wenn er morgens um 8 Uhr zur Arbeit fuhr, verwandelte ich mich in eine Geschäftsfrau. Mit meinem Smartphone begann ich, Fotos von Mama Rosas Stoffen und lokalem Schmuck zu machen. Ich eröffnete einen Online-Shop und nannte mein kleines Unternehmen African Sunrise.
Ich arbeitete jeden Tag hart. Mein Büro war mein Küchentisch. Ich beantwortete E-Mails von Kunden aus Deutschland, Frankreich und den USA und organisierte den weltweiten Versand. Wenn ich am späten Nachmittag das Geräusch von Davids Auto in der Einfahrt hörte, geriet ich oft in Panik. Ich versteckte mein Telefon schnell unter der Matratze und stellte mich an den Herd. Wenn er die Tür öffnete, roch es nach gebratenem Fleisch, und ich lächelte sanft. Er dachte, ich hätte den ganzen Tag nur an ihn gedacht. Natürlich gab es extrem gefährliche Momente. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem mein Herz fast stehen blieb. Ich hatte mein geheimes Handy in der Tasche meines Kleides vergessen. David und ich saßen auf dem Sofa und sahen fern. Plötzlich vibrierte mein Kleid. Ein Kunde rief an. In der Stille des Wohnzimmers klang das Summen wie ein Alarm. David drehte den Kopf. »Was war das, Amina? Das klang wie ein Telefon.« Mir wurde heiß und kalt. Ich spürte den Schweiß auf meiner Stirn. Ich tat so, als würde ich husten, stand blitzschnell auf und sagte, »Oh, das war nur die Waschmaschine im Nebenraum.« Ich rannte ins Badezimmer, schaltete das Handy komplett aus und atmete schwer. Die Jahre vergingen. Mein kleines Geschäft wuchs schneller, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Die Qualität meiner Produkte war hervorragend und durch das Internet hatte ich Tausende von Kunden. Ich musste bald Mitarbeiter einstellen. Natürlich konnte ich sie nicht in mein Haus bringen, also mietete ich heimlich ein kleines, modernes Büro in der Stadt. Ich stellte eine kluge junge Frau namens Sarah als Managerin ein. Sie leitete das Tagesgeschäft für mich. Wir kommunizierten nur über Textnachrichten, wenn David auf Geschäftsreise war. In der Öffentlichkeit und bei offiziellen Terminen trat immer Sarah als die Chefin von African Sunrise auf. Niemand kannte mein Gesicht. Ich war der unsichtbare Geist hinter dem Erfolg. Mein Bankkonto in der Schweiz, von dem David absolut nichts wusste, füllte sich mit Euro und Dollar. Ich wurde wohlhabend. Sehr wohlhabend. Aber ich spielte meine Rolle zu Hause meisterhaft weiter. Ich trug immer noch die einfachen Baumwollkleider und bat David brav um das kleine Geld für die Tomaten. Es war manchmal absurd. Er saß da, aß das Essen, das ich gekocht hatte, und sagte, »Amina, du verstehst nichts von der großen Finanzwelt.« Und ich nickte nur, während ich wusste, dass mein Unternehmen in diesem Monat 3-mal so viel Gewinn gemacht hatte wie sein Jahresgehalt. Nach 7 Jahren Ehe passierte dann die große Katastrophe. Es war ein kalter Novemberabend. David kam sehr spät nach Hause. Sein Gesicht war aschgrau, seine Schultern hingen nach unten. Er sah plötzlich 10 Jahre älter aus. Er begrüßte mich nicht, sondern setzte sich schwer an den Esstisch und starrte ins Leere. Seine Stimme zitterte. Es war das erste Mal, dass ich ihn schwach sah. »Die Bank hat heute restrukturiert. Sie haben meine ganze Abteilung geschlossen. Sie haben mich entlassen. Ich bin arbeitslos, Amina. Sie haben mir nicht einmal eine gute Abfindung gegeben. Wir haben nicht genug Ersparnisse, um dieses Haus und unseren Lebensstil lange zu halten.« Er war völlig verzweifelt. In unserer Gesellschaft definiert sich ein Mann fast ausschließlich über seine Fähigkeit, die Familie zu versorgen. Ohne seinen Job fühlte er sich wertlos. Normalerweise hätte eine traditionelle Frau jetzt in Panik geraten. Sie hätte geweint, geschrien und sich gefragt, wie sie überleben sollen. Aber ich blieb völlig ruhig. Ein seltsames Gefühl des Friedens erfüllte mich. Ich legte meine Hand auf seine zitternde Schulter und sagte sanft, »Alles wird gut, David. Du bist ein kluger Mann. Du wirst etwas Neues finden.« Die nächsten 4 Monate waren die Hölle für ihn. Er schrieb unzählige Bewerbungen, aber niemand wollte ihm sein altes, hohes Gehalt zahlen. In der gleichen Zeit hatte mein Unternehmen African Sunrise
So viel internationalen Erfolg, dass wir ein neues, riesiges Hauptquartier im teuersten Viertel der Stadt eröffneten. Wir brauchten dringend mehr Personal. Ich suchte nach einem erfahrenen Finanzdirektor, der die internationalen Steuern und großen Geldflüsse managen konnte. Eines Nachmittags rief mich meine Managerin Sarah an. Ich war gerade allein im Haus. »Chefin«, sagte sie aufgeregt, »wir haben heute Dutzende Bewerbungen bekommen. Aber ein Kandidat ist extrem interessant. Er hat fantastische Referenzen von der Nationalbank. Sein Name ist David.« Mein Herz setzte für eine Sekunde aus. Ich musste mich auf einen Stuhl setzen. Mein eigener Ehemann hatte sich bei meiner Firma beworben. Er wusste natürlich nicht, dass African Sunrise mir gehörte. Ein langsames, tiefes Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Dies war der Moment, auf den ich 7 Jahre gewartet hatte. »Sarah«, sagte ich leise, aber bestimmt, »lade ihn zum finalen Interview ein, für nächsten Mittwoch um 10 Uhr. Aber dieses eine Mal, werde ich das Interview persönlich führen.« Der Tag des Interviews kam. David war schon früh morgens aus dem Haus gegangen. Er war sehr nervös gewesen und hatte mich gebeten, für ihn zu beten. Sobald er weg war, holte ich eine Tasche aus meinem Versteck. Ich zog mir zum ersten Mal seit 7 Jahren keine Schürze an, sondern einen eleganten, dunkelblauen, maßgeschneiderten Businessanzug. Ich trug roten Lippenstift, teures Parfüm und schwarze High Heels. Ich sah nicht aus wie die kleine, gehorsame Frau aus der Küche. Ich sah aus wie eine mächtige, unbesiegbare Unternehmerin. Ich fuhr mit dem Taxi zu meinem neuen Firmengebäude. Ich saß in meinem großen, hellen Büro im obersten Stockwerk. Auf meinem großen Schreibtisch aus Mahagoniholz lag seine Bewerbungsmappe. Pünktlich um 10 Uhr klopfte es an der schweren Tür. »Herein«, rief ich. Die Tür ging auf und David trat ein. Er trug seinen besten Anzug, wirkte aber unsicher. »Guten Morgen, Frau Direktorin. Vielen Dank für diese großartige Gelegenheit«, begann er mit seiner tiefen Business-Stimme. Dann hob er den Kopf und sah mich an. Die Zeit schien komplett stillzustehen. Sein Gesicht durchlief in 3 Sekunden alle Emotionen der Welt. Totale Verwirrung, Schock, Unglaube und pure, nackte Panik. Er blinzelte 3-mal, rieb sich die Augen, als würde er halluzinieren. Er öffnete den Mund, aber kein Ton kam heraus. »Amina? Was machst du hier? Hast du hier einen Putzjob angenommen? Wo ist die Chefin?« Ich stand nicht auf. Ich lehnte mich langsam in meinem teuren schwarzen Ledersessel zurück, verschränkte die Arme und sah ihm direkt und kalt in die Augen. »Bitte setz dich, David«, sagte ich mit einer ruhigen, autoritären Stimme, die er noch nie von mir gehört hatte. »Du sprichst mit ihr. Willkommen bei African Sunrise. Das ist mein Unternehmen.« Er fiel buchstäblich rückwärts auf den Stuhl. Er schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. »Aber das ist unmöglich. Das Geld, der Markt. Du warst doch jeden Tag in der Küche.« Ich erklärte ihm alles. Ich sprach fast 20 Minuten lang. Ich erzählte ihm von dem ersparten Haushaltsgeld, dem billigen heimlichen Handy und den nächtlichen Arbeitsstunden. Ich sprach ohne Wut, ohne Rache, aber mit absolutem, unerschütterlichem Selbstbewusstsein über den Aufbau dieses internationalen Imperiums. »Du hast mir am Tag nach unserer Hochzeit gesagt, mein Platz sei in der Küche, David, und ich habe dort wunderbar gekocht. Aber während du dachtest, ich sei nur dein Schatten, hat mein Verstand ein Millionenunternehmen aufgebaut. Du dachtest, du seist der einzige, mächtige Versorger. Aber die Wahrheit ist, ich hätte unser Haus schon vor 5 Jahren ganz allein bar kaufen können.
Er sah mich mit völlig neuen Augen an. Der arrogante, stolze Löwe der vergangenen Jahre war verschwunden. Zum ersten Mal in seinem Leben sah er nicht die kleine Hausfrau vor sich. Er sah eine brillante, gleichwertige Frau. Eine Frau, die ihn in seinem eigenen Spiel geschlagen hatte. »Wirst du«, er schluckte schwer und starrte auf den Boden, »wirst du mich jetzt feuern? Wirst du dich von mir scheiden lassen, um mich zu bestrafen?« Ich stand langsam auf, ging um den großen Schreibtisch herum und stellte mich vor ihn. »Nein, David, ich liebe dich, aber unsere Ehe wird ab heute komplett anders funktionieren. Das Gefängnis der Tradition ist heute zerstört. Es gibt keine altmodischen Rollen mehr in unserem Haus. Es gibt nur Respekt auf absoluter Augenhöhe. Und was den Job angeht, deine Qualifikationen als Finanzexperte sind sehr gut. Du hast den Job. Aber vergiss niemals, hier in diesem Büro bin ich deine Chefin. Heute arbeiten David und ich erfolgreich zusammen. Er ist ein fantastischer Finanzdirektor und unterstützt meine Vision jeden Tag. Er hat auf die harte Tour gelernt, dass eine starke, erfolgreiche Frau an seiner Seite ihn nicht als Mann schwach macht, sondern dass sie zusammen als Team unbesiegbar sind. Mein Rat an euch alle da draußen, besonders an die Frauen, die zuhören: Lasst niemals zu, dass die Gesellschaft, eure Familie oder ein Mann eure Grenzen definiert. Nur weil die Tradition euch in eine winzige, dunkle Box stecken will, heißt das nicht, dass ihr dort bleiben müsst. Wenn man euch verbietet, laut zu sein, dann nutzt die Stille. Arbeitet im Schatten. Lernt, lest, spart jeden Cent und plant eure Zukunft strategisch. Manchmal ist der beste Weg zum Sieg nicht der laute, aggressive Kampf. Es ist die intelligente, leise Arbeit im Hintergrund. Baut euer eigenes Imperium, Stein für Stein auf. Und wenn ihr stark genug seid, wenn die Zeit reif ist, dann tretet in das Licht und lasst die Welt euer wahres Gesicht sehen. Danke.